Oh, das ist eine schöne Szene für den Anfang, Kari. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Bootstrap Gameplay Guide. Heute werden wir uns angucken, wie dieser beliebte Multispieler-Modus für Stronghold Crusader wirklich gespielt wird und welche Hauptunterschiede es zu Vanilla gibt. Und bevor irgendjemand fragt, natürlich findet ihr die Beschreibung, wie ihr das Ganze aufsetzt, wie ihr Bootstrap installiert bei euch in der Videobeschreibung oder auf einem der Discords. Was ist Bootstrap überhaupt, werde ich oft gefragt. Und ja, der Name ist Programm. Man startet mit 0 Gold und keiner Friedenszeit, lediglich 100 Holz und 100 Brote und keine Truppen stehen einem zur Verfügung. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit den wichtigsten Gebäude-Balance-Änderungen an. Als allererstes schauen wir uns die Außenwirtschaft an. Hier ist neben Holz nun auch jede andere Ressource lohnenswert. Stein, Eisen und sogar Pech werden für den technologischen Fortschritt essentiell gebraucht. Und sogar Hopfen und die Bierproduktion sind mit Bootstrap deutlich lukrativer. Deutlich lukrativer ist auch die Religion, denn mit den schnelleren Priestern kriegt ihr einen viel einfacheren Religionsbonus zustande. Und auch die Kapellen, die Kirche und die Kathedrale kosten jetzt statt purem Gold auch Stein und sind damit auch etwas günstiger geworden. Als nächstes hätten wir die Angstfaktor-Gebäude, welche auch billiger geworden sind. In der Nahrungsproduktion hingegen hat sich etwas weniger geändert. Hier haben wir die Mühle, die nun initiale 10 Stein und die Schenken, die 20 Stein kosten. Was so ein bisschen den technologischen Fortschritt repräsentiert, da Stein im Generellen für das Techen in Stronghold Crusader genutzt werden kann. Zu erwähnen bleibt außerdem die Verdopplung des Hopfen- und Bierpreises, sodass sich der Anbau wirklich lohnt. Und damit kommen wir auch schon zur Waffenproduktion, denn der Waffenpreis im Generellen hat sich gerade bei den Eisenwaffen deutlich erhöht und auch die Lederrüstungen kosten nun einiges. Und dies ist auch in den Kosten der Waffengebäude niedergelegt, denn diese kosten nun alle bis auf den Bogenmacher und den Gerber anteilig Stein und die eisenproduzierenden Waffengebäude kosten sogar anteilig Eisen. Dabei haben sich die Kosten von den Rollen umgedreht, was Schmied und Rüstungsschmiede angeht. Der Rüstungsschmied ist nun das teuerste Waffenproduktionsgebäude. Hingegen sind zum Beispiel der Speermacher und auch der Gerber bedeutend günstiger geworden. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Burggebäude. Hierbei ist zu beachten, dass besonders Türme und Mauern widerstandsfähiger gegen Nahkampfangriffe geworden sind. Allerdings sind hierbei Türme und Torhäuser auch etwas teurer geworden. Also baut Burgen in Bootstrap, Leute. Diese Gebäudeanpassungen gehen natürlich Hand in Hand mit unseren Einheitenanpassungen, die neben dem allgemeinen Buff für Nahkämpfer der Prämisse folgen, dass jede Einheit eine eigene Rolle und damit eine Verwendbarkeit, einen Nutzen im Multiplayer bekommt. Daher hier einmal ein kleiner Überblick über die wichtigsten Änderungen. Speerkämpfer können nun rennen und haben außerdem einiges an Resistenzen dazu bekommen. Zudem machen sie, wie auch Pikeniere, Bonusschaden an berittenen Einheiten. Armbrustschützen wurden in ihrer Benutzung etwas eingeschränkt und machen nun weniger Schaden an leichten Einheiten, sind also etwas spezialisierter auf schwere. Wobei wir bei den schweren Einheiten wären, wozu Schwertkämpfer, arabische Schwertkämpfer, Pikeniere wie auch Ritter zählen. Bis auf die arabischen Schwertkämpfer sind diese Einheiten auch noch deutlich teurer geworden und all diese Einheiten sind auch deutlich widerstandsfähiger geworden. Insbesondere die Ritter kosten nun richtig viel, da die Ställe 40 Stein, 40 Holz und 400 Gold kosten. Und sie sind trotzdem nützlich gegen fast alles, außer Mönche, Speerkämpfer und Pikeniere, können sie immer noch kosteneffiziente Trades einfahren und können das Late Game richtig dominieren, wohingegen die anderen Einheiten in verschiedenen Spielstadien immer eine Frontline für eure Armee bilden werden. Weitere Nahkampfänderungen betreffen den Mönch, der weniger Schaden gegen europäische Schwertkämpfer macht, und Assassinen außerdem machen auch weniger Schaden gegen gepanzerte Einheiten, sind allerdings deutlich stärker im Arbeiteraufschlitzen geworden. Hingegen sammeln sie sich aber etwas langsamer, laufen also deutlich langsamer zu ihrem Sammelpunkt. Zu den nützlichen Nahkampfeinheiten zählen nun auch die Tunnler,
Sie können Gebäude und Mauern deutlich schneller als alle anderen Einheiten im Nahkampf einreißen. Ansonsten werdet ihr wohl Katapulte und Trieböcke brauchen. Diese wurden im Schaden gegen Gebäude deutlich gebufft, sind aber auch deutlich teurer. Genauso wie die Feuerballiste deutlich teurer und auch mit etwas mehr Schaden versehen wurde. Dazu könnt ihr außerdem Ramböcke als sogenannte Nahkampfschilde einsetzen und alle Belagerungseinheiten kosten auch nun anteilig Ressourcen. Es gibt noch viele kleinere weitere Änderungen, die ihr euch natürlich in der Tabelle oder auf dem Bootstrap GitHub Repository angucken könnt. Links wie immer in der Beschreibung. Ja, Bootstrap wäre auch nicht Bootstrap ohne seine Karten. Alle Bootstrap-Karten findet ihr natürlich automatisch mit installiert im Setup. Die 10 Karten, die für das kommende Turnier verwendet werden, sind dabei mit einem T im Namen markiert. Alle Bootstrap-Karten haben verteilte Ressourcen, was bedeutet, dass ihr konstant um die Vorherrschaft und Schlüsselposition auf den Karten kämpfen werdet. Oftmals sind auch Rehe auf den Karten vorhanden, welche für die frühe Nahrungsversorgung essentiell sind. Achtet aber bitte darauf, dass Jäger nur dann Rehe jagen gehen, wenn diese auch mindestens eine Slinger-Reichweite von ihrer Hütte entfernt sind und außerdem eine freie Schussbahn auf sie verfügbar ist. Das nächste, was ihr auf Bootstrap-Karten findet, sind besondere Farmspots, die eventuell nur für Apfel- und Käsefarmen verfügbar sind oder auch Farmspots, die nur für Getreide- und Hopfenfarmen verwendet werden können. Und teilweise gibt es auch neutrale Strukturen, die man eventuell zum Freischalten von Ressourcenspots beseitigen muss oder Wälle, die man nutzen kann, um gewisse Klippen durch Belagerungstürme hinaufzukommen. Oder aber auch Klippen, die man alleine einfach durch ein Platzieren eines kleinen Walls oder eines großen Walls mit einer Treppe daneben erklimmen kann und somit neue Ressourcen und bessere Laufwege freischalten kann. Bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Spiel kommen, möchte ich noch einmal eine kurze Übersicht über die nützlichen Hotkeys von Stronghold Crusader geben. Da sind zumal erstmal die Steuerung plus Zahlentasten, um gewisse Einheitengruppierungen festzulegen, die ihr dann mit den Zahlen wieder aufrufen könnt. Und genauso könnt ihr Kamerapositionen auf der Karte mit Alt plus Steuerung plus Zahlentaste festlegen und dann mit Alt plus Zahlentaste wieder aufrufen. Neben den F-Tasten für Beleidigungen gibt es aber auch noch weitere interessante Hotkeys für die Gebäude. So könnt ihr mit B die Baracke, mit N den Söldnerposten und mit M den Marktplatz aufrufen. Um dabei nicht immer mit der Kamera durch die Gegend zu springen, könnt ihr auch gleichzeitig die Steuerungstaste drücken und so, ohne die Kamera zu bewegen, diese Gebäude aufrufen und entsprechend rekrutieren. Und eventuell könnt ihr sogar noch mit den Zahlentasten, während ihr auf dem Söldnerposten oder der Baracke oder anderen Ausbildungsgebäuden seid, Flaggen für die Sammelpunkte eurer Truppen auf der Karte platzieren. Starten wir doch mal ins Spiel hinein. Okay. Ja, was seht ihr da? Es gibt verschiedene Ressourcenspots, die sich natürlich alle lohnen könnten, doch zum Anfang wollt ihr immer erstmal möglichst viel Holz, um möglichst schnell eure Wirtschaft zu expandieren. Vergesst dabei aber bitte nicht, euren Marktplatz und euren Kornspeicher zu setzen. Der Marktplatz kostet allerdings nichts, solltet ihr ihn vergessen haben. Nachdem ihr so einige Jäger oder Apfelfarmen für die anfängliche Nahrungsproduktion gesetzt habt und viele Holzfäller verteilt und hoffentlich wenigstens einen Steinbruch sichern konntet, platziert ihr normalerweise euer Vorratslager um, sodass ihr zentral eure Wirtschaft von einer gewissen Stelle aus steuern könnt. Manchmal bietet es sich dabei an, das Vorratslager direkt neben einen reichhaltigen Farmspot für eine Getreidefarm mit maximaler Effizienz zu setzen. Es sollte außerdem etwas Brot verkauft werden, um gleich mal einen Söldnerposten und einzelne Einheiten, Slinger, Sklaven, ein paar Bogenschützen und vielleicht sogar einen Assassinen zum Raiden zu rekrutieren. Dabei nutzt ihr natürlich Slinger und Bogenschützen, um Engstellen zu sichern, den berittenen Bogenschützen, um eventuelle Gegner schon abzuschießen und Arbeiter zu harassen, den Assassinen, um möglichst beim Gegner irgendwie möglichst viele Holzfäller zu zerstören und die Sklaven eventuell, um Dinge abzufackeln. Oder sogar schon anfänglich einen Burggraben auszuheben. Sobald dann die ersten Holzlieferungen reinkommen und die ersten Ressourcen da sind, fangt ihr an, euch auf der Karte auszubreiten und mit -2 Steuern anfänglich schon mal ein bisschen Gold zu produzieren, eventuell weitere Einheiten auszubilden und den Gegner unter Druck zu setzen. Umso mehr Kartenpräsenz ihr aufbaut, umso mehr hat der Gegner zu tun und umso weniger habt ihr zu tun, eure eigene Wirtschaft zu verteidigen. Es empfiehlt sich dabei auch, manches vom ersten Stein nicht nur direkt in Speermanufakturen, natürlich auch, zu stecken, sondern eventuell sogar einige Türme und vielleicht ein paar kleine Mauern zu bauen, um euch abzusichern und mehr Truppen in die Offensive stecken zu können.
Dabei ist es auch wichtig, überschüssige Ressourcen von Stein und Nahrung und eventuell sogar Pech und Eisen zu verkaufen, um möglichst viel Druck aufzubauen, so dass ihr eventuell irgendwann auch etwas Gold übrig habt, um mehr Waffenproduktion, Bogenmacher und Speermanufakturen aufzubauen. In diesem Spielstadium bieten sich auch Tunnel an, um die gegnerischen Mauern zu durchlöchern und gegnerische Gebäude im Handumdrehen zu Staub zu verwandeln. Eine weitere verbreitete Taktik ist es, den Lord nach vorne zu schicken und mit ihm einen starken Max zu markieren. Solltet ihr nun die ersten Speerkämpfer und Bogenschützentrupps über die Karte verteilen können, um euch mehr Ressourcen zu sichern, gerade hier lohnt es sich natürlich, den Highground zu sichern, da dieser dreifache Resistenz gegen Fernkämpfer gibt. Dann könnt ihr anfangen, langsam ins Midgame zu transitionen und mit dem ersten Eisen bereits anzufangen, Keulenproduktionen aufzubauen. Wichtig ist es hier natürlich, dass ihr rechtzeitig eine Käsefarm baut, sodass ihr genügend Lederharnische produzieren könnt. Lederharnischmacher sind dabei wirklich günstig und es lohnt sich, früh mit der Produktion anzufangen. Durch die zusätzliche Resistenz von Streitkolbenkämpfern und natürlich auch der Stärke von Armbrustschützen könnt ihr oftmals kleine Bogenschützentrupps von dem Gegner dann von der Karte vertreiben und mehr Map-Präsenz aufbauen. Eventuell könnt ihr sogar mit einer kritischen Masse von Speerkämpfern und Streitkolbenkämpfern bereits den ersten Push auf den gegnerischen Lord wagen und vielleicht das Spiel schon entscheiden. Wollt ihr aber lieber erstmal sicher gehen und wirtschaftliche Dominanz aufbauen, dann lohnt es sich oft noch überschüssigen Stein in Religionsgebäude, Kapellen und eine Kirche sowie in Bierschenken zu investieren. Sobald der erste Hopfen da ist, solltet ihr also Bier brauen und Bierschenken aufbauen und extra Steuern nehmen. In diesem Spielstadium lohnt es sich dann teilweise auch mit arabischen Schwertkämpfern zu verteidigen oder sogar teilweise über die Karte zu pushen, sollte der Gegner noch keine Armbrustschützen ausbilden, sodass ihr eventuell kritische Infrastruktur mit den arabischen Schwertkämpfern lahmlegen könnt. Umso mehr Ressourcen ihr euch auf der Karte sichern könnt, und zwar insbesondere Eisen, umso einfacher fällt euch dann der Wechsel in das Late Game. Hierbei kann es dann dazu kommen, dass das Holz langsam knapp wird und ihr müsst einiges an Holz auch hinzukaufen. Um entsprechende Waffenproduktionen aufzubauen, braucht ihr natürlich schon Eisen im Vorratslager und manchmal lohnt es sich auch, die ersten Waffen, die produziert werden, zu verkaufen, um noch schneller zu boomen. Vergesst bitte auch nicht, hier entsprechend für Nahrungsproduktion und Beliebtheit zu sorgen. Da lohnt es sich manchmal direkt einfach eine Brot-Eco aufzubauen. Selbst wenn ihr gar kein Getreide produziert, lohnt es sich dann einfach das Getreide zu kaufen, um mehr Bevölkerung durchfüttern zu können. Steuern sind hier nämlich der Backbone eurer Einnahmen und ihr braucht diese Steuern auch, um entsprechende Einheiten, die ihr aus den Waffen kreieren könnt, herzustellen. Ställe hingegen kosten nochmals extra viel. Deswegen lohnt es sich manchmal sogar auf den ersten Stall zu sparen, da die Ritter eine richtige Durchschlagskraft haben und ein Einleiten des späten Spiels erzwingen. Es sei denn natürlich, der Gegner hat besonders viele Speerkämpfer, dann solltet ihr erstmal auf Schwertkämpfer, Pikeniere und vor allem Bogenschützen setzen. Das methodische Vorrücken im späten Spielverlauf mit euren Belagerungsstellungen, in denen Trieböcke und Katapulte nicht fehlen dürfen und natürlich auch Feuerballisten zur Verteidigung gegen Ritter sinnvoll eingesetzt werden können, ist eine der wichtigsten Aspekte für das späte Spiel. Und hier lohnt es sich natürlich auch immer in eine Kathedrale zu investieren, um etwas Kanonenfuttermönche mit in eure Verteidigungsstellung einzubauen. Vergesst hier also nie zu rekrutieren, denn alle eure freien Bauern sind wichtige Assets, wichtige Kämpfer, können notfalls als Mönche eure Armee unterstützen. Sobald ihr es dann geschafft habt, eine der Schwachstellen eures Gegners auszunutzen, lohnt es sich mit einem richtig fetten Sturm eure Einheiten, die gegnerische Armee einzudrücken und final die Karte für euch zu übernehmen. Umso mehr Ressourcen ihr von der Karte ausbeuten könnt, umso schneller werdet ihr natürlich auch den Gegner überwältigen und das Spiel für euch entscheiden. Letztendlich geht es im Bootstrap nun mal darum, die besseren strategischen und taktischen Entscheidungen zu treffen und so den Gegner letztendlich mit reiner Präsenz und Macht zu überwältigen. Und ja, das ist auch einer der wichtigsten Punkte überhaupt, das Gefühl und die Präsenz, also eurer Präsenz auf der Karte zu bekommen und den Gegner einschätzen zu können, zu sehen, wann er was macht und so ein bisschen reagieren zu können, aber auch immer mit euren Gedanken einen Schritt voraus zu sein und somit den Überraschungsmoment und die entscheidenden Turning Points im Spiel auf eurer Seite zu haben und somit den Gegner schachmatt zu setzen. Aber zagt nicht und lernt, denn wer nicht probiert, der wird nicht weiser. Daher probiert es doch einfach mal aus. Alle Links für die Installation, wie gesagt, sind in der Beschreibung und ihr könnt natürlich auch am bald kommenden Turnier teilnehmen. Ja, wie gesagt, ich freue mich darauf, euch zu sehen in den Lobbys
Und falls ihr noch weitere Build-Guides oder weitere Informationen zu Bootstrap haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann bin ich natürlich gerne bereit, nochmal ein Video zum Ritter-Rush oder zum Bogenschützen-Spam oder auch zum Speerträger Maceman mit Game All-In zu machen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, so ein paar gute Spiele demnächst zu haben mit euch und einfach mal richtig die Sau rauszulassen im Multiplayer Bootstrap. Bis dahin, macht's gut, Leute.